Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich bin wieder ein bisschen überbelichtet hier in der Folge, es tut mir leid. Ja, damit müssen wir jetzt erstmal für heute leben. Ansonsten, ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, und zwar, ja, es war ein kleines Update oder ein kleines Upgrade für Free-to-Play-Spieler, aber es ist immer noch nicht ganz hundertprozentig optimal. Und zwar, ja, gibt es jetzt bei diesen Event-Aufgaben das allererste Bier in der ersten Kiste. Also das wurde jetzt geändert, das gab es ja vorher immer in der letzten Kiste und jetzt ist es direkt hier zum Anfang. Das heißt, es ist ja gerade für Free-to-Play-Spieler ein bisschen einfacher, das Ganze zu erreichen auf jeden Fall, ne? Was schon mal ein guter Vorteil ist, denn manchmal sind hier auch Aufgaben dabei, die kriegt man als Free-to-Play-Spieler einfach nicht so leicht hin. Das heißt, dahingehend wurde das den Spielern auf jeden Fall ein bisschen einfacher gemacht. Was man natürlich trotzdem nach wie vor noch immer machen muss, ist natürlich in der Taverne seine 11 Bier trinken, um erst sein 12. Bier am Tag trinken zu können. Das ist natürlich klar. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie nur 100 Alu-Spieler seid, ne, könnt ihr jetzt nicht irgendwie, nachdem ihr 100 Alu aufgebraucht hattet, das 120. Abenteuerlustbier sozusagen for free trinken. Das geht nicht. Man muss trotzdem weiterhin seine 11 Bier trinken plus halt das 12. an dem Tag. Aber zumindest wurde es jetzt schon mal so gemacht, dass man es direkt in der allerersten Kiste bekommt, was natürlich ganz nice ist, ne? So, wir sind hier wieder ehrenlos vollgelaufen hier heute. Oh Mann, das passiert mir in letzter Zeit leider viel zu häufig. Das ist gar nicht gut. Ja, ansonsten seht ihr auch, alles ist wieder in dichten Nebel gehüllt, ne? Es ist momentan gerade Event. Ich habe hier auch nochmal die News. Ich glaube, das sind komplett die gleichen, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Genau, es gibt eine besondere Event-Aufgabenliste. Das ist das, was wir jetzt hier schon im Hintergrund gesehen haben. Und nicht wundern, bei mir ist das Ganze einen Tag versetzt, weil ich hier natürlich auch auf F9 spiele, ne? Während die Hexen noch ihre Wesen striegeln, wollen auch wir die Walpurgisnacht sowie den Tag der Arbeit am 1.5. ausgelassen mit euch zelebrieren, um euch den Feiertag zu verzaubern. Das feiern wir mit folgenden Events: Prachtparade der Pilze, Akkordabenteuer, Hexentanz, Fest der Festung, Tag der tollkühnen Tiere, Tag des heißen Eisens, Epic Kaufrausch, Extravaganza und so weiter und so fort, ne? Also, wenn ich jetzt mal auf einen anderen Server hier reingehe, ja, es ist wirklich ehrenlos, Alter, was hier abgeht. Ja, dann dürfte das ja hier noch nicht der Fall sein. Ne, hier sehen wir noch kein Event gerade, ne? Wie gesagt, auf meinem Server ist das alles schon einen Tag vorgezogen. Und ja, man sieht hier auch, dass das hier bereits auch schon so ist, dass das Bier angepasst worden ist. Also ja, das gefällt mir persönlich, muss ich sagen, eigentlich ganz gut. Wie gesagt, dass man das hier direkt so zum Anfang bekommen kann, denke ich mal, schadet nicht den Free-to-Play-Spielern. Ich weiß nicht, wie viele Free-to-Play-Spieler von euch es da draußen gibt, die täglich ihre 320 Alu spielen und neben dem 11. täglichen Bier auch noch das 12. Ja, noch zusätzlich trinken. Das weiß ich nicht, ne? Aber eventuell, ja, kann dies für den einen oder anderen so ein bisschen von Vorteil sein. Das sind momentan so die Neuigkeiten. Da wurde auch jetzt nichts irgendwie großartig zugeschrieben in der News oder so. Ich hatte das jetzt einfach nur durch Zufall quasi gesehen. Das, ja, das ist ja schon direkt am ersten Tag das Bier. Muss man auch ein bisschen drauf achten, weil kann auch ganz einfach passieren, dass man von ausgeht, gerade bei so einer Quest wie heute, man geht von aus, dass man das in der dritten Kiste hat. Und diese Quest kriegt man nun mal nicht an einen Tag fertig, ne? 10-mal am Glücksrad drehen schafft man, ja, 10 Versuche beim Würfelspieler schafft man, dann hat man 2. So, jetzt dann muss man entweder das Glück haben und die Gegenstände haben, um die an einen Tag alle in den Kessel zu werfen. Ich weiß nicht, die meisten, denke ich mal, so wie ich, haben auch nicht 10 Gegenstände, die sie in den Kessel werfen können, wenn sie gerade mal Glück haben, jetzt bei der Hexe oder so, ne? Ansonsten muss man halt eben auf den Tag danach warten, dass man halt eben ja, an einem Tag 11 Bier trinkt und an dem anderen halt auch nochmal 9, sodass man insgesamt auf seine 20 Bier kommt, um halt eben auch die 3 Sachen hier freizuschalten, ne? Aber wenn man halt eben, ja,
am ersten Tag schon die erste Kiste hier natürlich genommen hat und jetzt nicht so einfach das nur weggeklickt hat und nicht darauf geachtet hat, dass hier schon das Bier ist, dann wartet man vielleicht den zweiten Tag denn, weil man davon ausgeht, das ist in der dritten Kiste und man hat Alu schon gespielt und dann ist das 12. Bier hier schon gut geschrieben. So habt ihr aber nicht genommen, weil das natürlich logischerweise, weil ihr damit logischerweise nicht gerechnet habt und demzufolge habt ihr dann möglicherweise auf dieses eine Bier verzichtet. Deswegen da in Anbetracht unbedingt darauf achten, dass das jetzt in Zukunft auch immer die erste Kiste ist, wo das Bier drinne enthalten ist auf jeden Fall. Ne? Ja, das erstmal so zu den Neuigkeiten. Ja, wie gesagt, hier sieht man auf jeden Fall schon die Events, die ihr dann halt eben morgen haben werdet, am 1. Mai. Ne? Das ist bei uns halt hier eben schon alles auf dem Server drauf, weil wir hier halt eben, wir leben halt hier in der Zukunft, kann man so sagen. Wir sind hier einen Tag allen anderen voraus. Ne? Das wird sich, denke ich mal, auch nicht weiter ändern. Was wir natürlich machen können, ist, wir können hier jetzt, weil halt eben auch Hexentanz ist, können wir jetzt natürlich alle unsere Gegenstände hier schön in den Hexenkessel reintun. Das ist natürlich sehr, sehr geil, dass wir das jetzt hier auch direkt machen können, weil dadurch werden wir jetzt unsere ganzen Gegenstände los. Gerade die hier aus dem Expeditionsevent und so weiter und so fort sind, die bringen ja hier alle 10 bis 20 Millionen Gold. Das scheppert auf jeden Fall richtig krass in der Portokasse. Das kann man nicht anders sagen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz cooles Event für zwischendurch. Kann man das auf jeden Fall mal so mitnehmen. Hier die Walpurgisnacht, beziehungsweise halt eben den Tag der Arbeit, je nachdem. Vielleicht auch beides gleichzeitig, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ja auch am Ende des Tages jetzt nicht weiter wild. Hauptsache, wir haben hier unsere weiteren Events in Shakes and Fidget. Jo, genau. Ansonsten werde ich hier jetzt noch weiterhin meine lustige Abenteuerlust natürlich zu Ende spielen. Das heutige Video werde ich mal nicht allzu lange machen, denn heute habe ich leider nicht allzu viel Zeit. Deswegen wird das mal heute nur ein relativ kurzes Unterfangen. 25 Punkte nochmal hier. Genau, und deswegen mache ich das hier auf jeden Fall erstmal noch soweit fertig. Und wir hören uns natürlich morgen wieder in einem weiteren Video zu Shakes and Fidget. Das soll es aber erstmal soweit für mich heute gewesen sein. Kommen wir mal noch ganz schnell nehmen wir noch hier die Expedition mit. Ja, dass wir das noch zumindest hier drin haben. Dass wir jetzt hier nicht weiter auf der Strecke bleiben hier. Warte mal, ganz kurz nochmal konzentrieren hier. Wir brauchen hier diese gefesselten Prinzessinnen brauchen wir hier. Zack, so, komm. Nehmen wir ihn und nochmal ihn. Sehr schön, okay, alles klar. 56, passt. Okay. Gut, dann haben wir noch das letzte Bierchen. Und ja, dann nehmen wir nochmal hier die Schweinerolle mit. Ist nicht die beste Aufgabe für einen Goldspieler, ich weiß. Aber ja, it is what it is. So. Hauptsache, die Alu wird schnell geklickt, das ist das Wichtige. Zack, Schlüssel. Nee, leider kein Glück gehabt. Okay, leider auch nicht auf die 3 Sterne gekommen, haben 3 Punkte gefehlt. Aber das war es jetzt erstmal soweit. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, einen schönen Feiertag, einen Tag der Arbeit, Walpurgisnacht, wie auch immer. Viel Spaß bei den Events und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten verabschiede ich mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.